das Stadtmobil vom Pöstl, der Pöstl Shine 540 Summit. Mein Name ist Dominik vom Virtual Campsite und heute zeige ich euch das kürzeste Wohnmobil aus dem Hause Pöstl. Der Shine 540 ist hier auf einen Citroën Jumper, gibt es selbstverständlich auch auf einem Fiat Ducato. Wir öffnen die Hecktür und was sofort auffällt, ist das große Querbett. Wir öffnen mal die beiden Türen und siehe da, er hat auch auf einer Länge von 5,41 Meter tatsächlich richtig viel Stauraum. Hier ist das Fach für die zwei Gasflaschen, einmal 5 und einmal 11 Kilo Gasflaschen passen hinein. Ich würde sagen, wir machen hier alles zu, gehen nach vorne und schauen ihn uns einfach mal von innen an. Und die Farbe Schwarz ist natürlich schon mal sehr nice. Wie ihr sehen könnt, sind Rahmenfenster verbaut. Er hat eine Länge, wie gesagt, von 5,41, eine Höhe von 2,58 sowie eine Breite von 2,5 Meter. Das Ganze mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, 605 Kilo Zuladung und das Schöne, auch er hat wieder Softlock, sprich eine elektrische Schließhilfe, die super angenehm ist. Das Basisfahrzeug ist wie gesagt der Citroën Jumper, hier mit 165 PS, einer manuellen Schaltung. Gibt es selbstverständlich auch auf Fiat Ducato Basis. Dann kommen wir auch gleich zu dem Multi-Roof, finde ich persönlich genial. Hier kriegt ihr tatsächlich richtig viel unter und wenn man es nicht braucht, einfach nach oben klappen und wichtig, ordentlich arretieren. Wie in dem Fall, Katastrophe. Passiert. Nicht weiter tragisch, hier habt ihr noch die Rausfallhilfe, die könnt ihr hier oben befestigen, dass auch während der Fahrt wirklich nichts rausfallen kann. Absolut ideal gelöst. Hier sind die Bedienpaneele vom Pöstl, von Truma, von Dometic, sowie die Duo Control habt ihr alles direkt über dem Eingang, alle Bedienpaneele im Überblick. Zudem gibt es eine wunderschöne große Dachhaube. Das Wetter ist herrlich hier in Sulzermoos beim Freistaat. Leider ist der Pöstl jetzt nicht am Strom angeschlossen, sonst könnte ich euch die wunderschöne Ambiente-Beleuchtung zeigen, die hier mit eingelassen ist in den Hängeschränken. Phänomenal ist die Stromschiene und hier ganz neu die zwei USB-Stecker. Könnt es wunderbar verschieben, wo ihr gerade euer Licht braucht, eure Steckdose braucht. Die wichtigsten Daten möchte ich euch jetzt hier kurz noch mit einblenden. Wem das Ganze jetzt einfach zu schnell ging, einfach nochmal kurz zurückspulen, auf Pause drücken und sich in Ruhe nochmal durchlesen. Der Hängeschrank über der Dinette kriegt so ein bisschen was mit rein. Der Lichtschalter befindet sich direkt hinter dem Fahrersitz. Der Pöstl ist für 4 Personen zugelassen, dank der 4 Dreipunktgurte. Der linke Sitz kann tatsächlich auch noch weggenommen werden, so dass ihr noch mehr Raumgefühl hier im Pöstl habt. Der Beistelltisch, der ist ordentlich verräumt und unter dem Tisch befindet sich ein kleines Staufach, welches sich ideal für die Adiletten oder gar den Birkenstocks eignet. Schauen wir uns auch gleich die Küche an, hier mit einer zusätzlichen Arbeitsfläche, ideal, um sie mal kurz rauszuklappen, damit ihr einfach etwas mehr an Fläche gewinnt. Ein Kompressorkühlschrank von Dometic, Fassungsvermögen 100 Liter sowie ein Gefrierfach mit 8 Liter.
selbstverständlich beidseitig zu öffnen. Sprich, ihr seid draußen, könnt es ideal einfach kurz reinlangen, öffnen und euch ein frisches, kaltes Getränk rausholen. Kochfeld ist von Dometic mit 2 Flammen, integriert das Spülbecken sowie eine 230 Volt Steckdose und eine 12 Volt Steckdose. Hängeschrank. Kommen wir zu den Schubladen. 3 Stück unter der Spüle. Im oberen befindet sich selbstverständlich der Besteckkasten. Hier ein recht tiefes Fach. Und das unterste leider etwas kleiner, geschuldet durch den Kompressorkühlschrank. Direkt daneben befindet sich auch der Gasblock, ideal zu erreichen. Und ich würde sagen, wir schauen noch mal in das Summit Schwenkbad. Genial gelöst. Hier ist eine Tedford Kassettentoilette verbaut. Und wie ihr schon sehen könnt, sehen wir auch schon die Duschwanne. Und hier das Summit Schwenkbad einfach zur Seite. Und siehe da, es kommt die Dusche zum Vorschein. Sie ist selbstverständlich nicht die größte. Wir haben hier eine Innenhöhe von knapp 1,90 Meter. Ihr könnt es sehen, mit meinen 1,88 ist es verdammt schwer hier zu stehen. Allerdings unter dieser Dachhaube geht es tatsächlich recht gut. Ich war überrascht. Luxus ist natürlich was anderes. Mir gefällt aber das ganze Konzept von einem Schwenkbad echt sehr. Also hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, was reinzulegen. Wir machen es zurück und schauen uns noch die hochwertige Schiebetür an, die sehr stilvoll ist. Also ja, passt sehr gut hier rein. Dann schauen wir uns auch das Querbett an. Und das hat die Maße in der Länge von 1,96 Meter und in der Breite von 1,41 Meter. Ich persönlich finde es sehr schön, dass auch hier noch ein weiteres Seitenfenster verbaut worden ist. Macht doch alles wesentlich heller. Auch hier wieder die Stromschiene, die ist tatsächlich genial. Auch die Hängeschränke, hier bekommt ihr noch einiges mit rein. Und das Klangbild, hört's zu? Genial, oder? Noch einmal und perfekt. Also so sollte es sich doch anhören. Es fühlt sich doch einfach wesentlich wertiger an. Auch im hinteren Teil würde ich sagen, geht einiges mit rein für Klamotten. Und was ihr alles dabei habt, da sollte es keine Platzprobleme jetzt unbedingt geben, außer ihr seid wirklich zu viert unterwegs. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ziemlich eng wird. Wir schauen jetzt unterm Bett nach. Hier befindet sich der Lattenrost. Den, wie gesagt, wegmachen und könnt eure Fahrräder, eure Subs, was auch immer könnt ihr hier mitnehmen. Wer von euch jetzt sagt, der Schein ist wirklich schön, allerdings ein wenig zu klein für uns, den könnte ich den Pöstl Trenta empfehlen. Den verlinke ich euch hier in der Infocard. Und sonst gibt es noch zu sagen, es befindet sich hier noch eine Drittstufe, die ist fest. Mir persönlich gefällt der Summit Shine 540 von Pöstl sehr gut. Allerdings ist er für meine Bedürfnisse tatsächlich zu klein. Ansonsten kann ich euch sagen, vielen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich wahnsinnig freuen. Wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video, entweder mit einem Wohnmobil oder gar mit dem nächsten Campingplatz. Macht's es gut, ciao, euer Dominik.